Wer sich damit beschäftigt, im Ausland einen Plan B zu etablieren, um für den Fall der Fälle abgesichert zu sein, der wird in vielen Fällen natürlich in Gold investieren und hoffentlich dieses Gold auch im Ausland lagern. Aber was ist eigentlich mit Silber? Der Goldpreis ist ja in den letzten Jahren sehr stark in die Höhe geschossen, Silber noch nicht. Ist hier in den nächsten Jahren ein echter Silberboom zu erwarten? Vielleicht schon im nächsten Jahr? Das ist das, was mich viele Mandanten fragen. Und natürlich dann anschließend die Frage, wenn man einen Plan B aufbaut, macht es dann Sinn, neben Gold auch in Silber zu investieren? Beide Fragen werde ich versuchen, in diesem Video zu beantworten. Unsere Mandanten sind normalerweise Leistungsträger, also erfolgreiche Unternehmer, Freiberufler und Investoren. Sie schauen sich um in der Welt und realisieren, dass sich Europa und insbesondere die Europäische Union in die falsche Richtung entwickeln. Steuererhöhungen, staatliche Kontrolle. Man will letztlich ein System hier etablieren, so scheint es, das dem Überwachungsstaate China gleicht. Insbesondere, wenn man an Projekte denkt, wie die AMLA, das Kontenregister, oder auch die digitale ID oder auch den digitalen Personalausweis oder eben Dinge wie zum Beispiel Zentralbankwährungen, also CBDCs, ist für viele klar, für immer werde ich nicht in der EU bleiben und wenn es hier richtig ernst wird, dann will ich im Ausland schon alles vorbereitet haben. Ich will also in mein neues Leben gehen, praktisch wie durch eine Tür, und will mit diesem ganzen Schamott hier in der EU nichts mehr zu tun haben. Wer einen solchen Plan etabliert, wird normalerweise auch in Edelmetalle, insbesondere Gold, investieren, denn er weiß, dass Edelmetalle tatsächliche, echte Geldspeicher sind. Im Gegensatz zu den Fiat-Währungen, allen voran natürlich der Euro und der Dollar, deren Niedergang man schon am Horizont absehen kann. Zum Goldpreis muss man eigentlich ziemlich wenig sagen. Der eilt hier von Rekordmarke zu Rekordmarke. Aber was ist eigentlich mit Silber? Viele argumentieren, dass Gold- und Silberpreis in einem gewissen Verhältnis stehen und dass hier etwas in den letzten Jahren aus dem Gleichgewicht geraten ist. Der Goldpreis ist verhältnismäßig auf einmal sehr viel mehr wert als der Silberpreis. Steht hier nicht eine Korrektur an des Silberpreises, wird möglicherweise der Silberpreis auch in die Höhe schnellen, möglicherweise schon im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Nun, interessanterweise wissen wir, dass das Verhältnis von Gold- und Silberpreis schon seit vielen Jahrtausenden die Menschen beschäftigt. Bei den Babyloniern zum Beispiel im 6. vorchristlichen Jahrhundert war es üblich, dass 5 Schekel Silber einem halben Schekel Gold entsprechen. Der Schekel ist eine alte Maß- und Gewichtseinheit. Ein Schekel ungefähr 8,3 Gramm. Das heißt, damals wurden Gold und Silber im Verhältnis 10:1 getauscht. Woher wissen wir das? Nun, die Babylonier haben ziemlich viel dokumentiert. Sie haben so ziemlich viel in Tontafeln eingeritzt. Viele dieser Tontafeln gibt es heute noch und daher können wir das so genau sagen. Auch unter Darius dem Großen war das Verhältnis zwischen Gold und Silber fixiert. Er schrieb, dass eine Goldmünze 20 Silbermünzen entspricht. Unter Alexander dem Großen hatte man dann ein Verhältnis von 13:1, unter Julius Caesar von 12:1. Also alles ziemlich ähnliche Wechselkursverhältnisse zwischen Gold und Silber, will ich mal sagen. Selbst in der frühen Geschichte der USA, nämlich im Jahre 1792, war der Wechselkurs zwischen Gold und Silber definiert. 1,6 Gramm Gold entsprach 24,1 Gramm Silber. Also ein Verhältnis von 15:1, gar nicht so weit entfernt von dem, was Julius Caesar und Alexander der Große definiert hatte. Heute natürlich gibt es solche durch die Regierung festgesetzten Umtauschwerte nicht mehr. Momentan ist das Verhältnis Silber zu Gold 85:1, also deutlich größer als in der Antike. In den letzten 30, 40 Jahren lag es aber auch schon bei 120:1 und auch schon bei 25:1. Wenn man sich so YouTube-Videos anschaut, dann gibt es ja allerlei Spekulationen und allerlei Menschen haben allerlei Meinungen. Viele denken zum Beispiel, dass ein Silber-Gold-Verhältnis von 50:1 eigentlich das wäre, was für Silber angemessen wäre.
Das würde Silber so ungefähr bei $53 pro Unze festsetzen. Zu deiner Info, momentan liegt also der Silberpreis bei rund $34 je Unze. Ich persönlich halte es für möglich, dass der Silberpreis in den nächsten Jahren in die Höhe schnellt, aber man muss natürlich verstehen, was hier den Preis antreibt, und man muss auch verstehen, dass etwas komplett anderes ist als der Goldpreis. Warum hat Gold in den letzten Jahren so stark an Wert gewonnen? Nun, das liegt daran, dass die Zentralbanken tatsächlich tonnenweise Gold gekauft haben, um ihre US-Dollar-Reserven in Gold umzutauschen. Zentralbanken weltweit halten 8.000 Milliarden Dollar an Reserven. Der gigantische Goldpreis, den wir momentan haben, wurde dadurch herbeigeführt, dass Zentralbanken 1% ihrer Dollarreserven umgetauscht haben in Gold. Was würde passieren mit dem Goldpreis, wenn sie 5% oder gar 10% ihrer Dollarreserven in Gold umtauschen würden? Der Goldpreis würde weiter durch die Decke gehen. 5.000, 10.000 je Unze, wer weiß. Aber hier kommt der wichtige Unterschied. Zentralbanken kaufen kein Silber. Das geht auch gar nicht, denn der Silbermarkt ist viel zu klein. Silber wird ja vielfach gar nicht hier dediziert abgebaut, sondern ist letztlich einfach ein Beiprodukt, was ja vielfach bei der Gewinnung anderer Rohstoffe mit gefördert wird einfach. Beim aktuellen Silberpreis lohnt es sich einfach nicht, hier dediziert Silber abzubauen. Das heißt, der Preis des Silbers wird eigentlich eher durch den Bedarf aus der Industrie beeinflusst. Wir wissen, dass Silber vielfach verwendet wird in der Photovoltaik, in der Elektronik, je nachdem, was hier passiert, je nachdem, wie sich die Konjunktur entwickelt, aber natürlich auch, was es hier für Innovationen gibt. Vielleicht gibt es hier mal eine Innovation, die Silber gar nicht mehr nötig macht in der Verarbeitung dieser Produkte. Dadurch wird einfach der Silberpreis beeinflusst, und das musst du einfach wissen. Und da muss natürlich auch was sagen. Silberpreis wird stark durch Spekulation beeinflusst, durch Investoren. Da musst du nur mal in YouTube reinschauen. Ich habe hier mal den YouTube-Kanal von Lars Erichsen aufgemacht, den kennst du vielleicht, und mal hier gefiltert oder gesucht nach Silber-Kursziel. Also hier kommt ein Video von vor 4 Tagen. Kursziel Silber $250. Vor 2 Jahren sagte er $270. Vor 3 Jahren sagte er $60. Das beste Investment in 2021. So, hier $100 noch in 2021. Oder vor 8 Jahren sagte er, steigt Silber auf $150. Also das nur ein Beispiel. Es wird hier seit Jahren darüber spekuliert, dass Silber sehr stark ansteigt. Bisher ist es nicht passiert. Ganz anders eben als mit Gold. Wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht schlecht reden über Lars Erichsen. Oder ich finde Silber auch kein schlechtes Investment. Aber es ist eben eine ganz andere Sache als der Goldpreis. Ja, wir wissen, warum der Goldpreis so stark gestiegen ist. Was mit Silber passieren wird, ist ja gerade, wie ich das Beispiel gesagt habe, wie sich der Silberkurs entwickeln wird, ist so ein bisschen ein Geheimnis, wie es halt immer so ist, auch bei Anlagen. Ich habe es ja schon in einem anderen Video erwähnt. Ich würde davon ausgehen, dass wenn Kamala Harris die Wahl gewinnt, dass das Ende des Dollars besiegelt, das Ende als Reservewährung wenigstens, und dass sich dann der Goldkauf durch die Zentralbanken noch beschleunigt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dann das Verhältnis Gold zu Silber auf 200 oder mehr anwächst. Es könnte auch 500:1 sein. Wie gesagt, das sind 2 komplett unterschiedliche, voneinander entkoppelte Werte. Anders eben als in der Antike gibt es hier niemanden, der hier das Verhältnis zwischen Gold und Silber festlegt. Tatsächlich wird der Silberpreis natürlich auch dadurch beeinflusst, wie stark der Goldpreis steigt. Hier geht es eben um das Thema Spekulation. Man erwartet hier den nächsten Hype. Haben wir ja gerade eben hier gesehen, bei Erichsen $270 oder sowas nächstes Jahr. Und da will man eben natürlich mit dabei sein. Ich würde sagen, dass solche Blasen nicht sehr lange anhalten. Ich würde ganz klar sagen, dass der Goldkauf durch die Zentralbanken keine Blase ist. Also das ist auch etwas anderes. Ja. Das kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen Spekulanten, die hier Silber kaufen. Ja, also Fazit, ich kann mir absolut vorstellen, dass der Silberpreis stark in die Höhe schnellen wird, aber vielleicht auch nicht. Wie gesagt, du kannst es nicht mit Gold vergleichen und du musst hier sehr vorsichtig sein. Ich finde Silber ein sehr gutes Investment für deinen Plan B, und ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, dass Silber einen tatsächlich viel tieferen Wert pro Unze zum Beispiel hat als Gold. Das gibt dir nämlich die Möglichkeit, in einem Plan B
Silbermünzen tatsächlich zu verwenden, um damit Dinge des alltäglichen Lebens zu kaufen. Wie willst du mit einer Goldmünze, die 1.000 oder 2.000 Dollar wert ist, in den Supermarkt gehen, wenn es zur Krise kommt und damit irgendwas kaufen? Dagegen, wenn du eine Silbermünze hast, die vielleicht 20, 30, 50 oder 100 Euro wert ist, damit kann man dann natürlich schon Dinge des Alltags kaufen oder tauschen oder was auch immer. Also das heißt, für einen Plan B hat eigentlich Silber eine andere Funktion als Gold, ist aber dennoch wichtig. Es ist für mich daher keine Frage von entweder oder, aber von sowohl als auch. Aber ob Silber tatsächlich stark ansteigen wird in den nächsten Jahren, ich halte es für möglich. Aber wie gesagt, wetten würde ich darauf nicht. Du kannst jedenfalls vom Goldpreis alleine keine Schlüsse auf den Silberpreis ziehen, weil die Dynamiken, die die Märkte antreiben, komplett unterschiedliche sind. Und ich gebe dir diesen Rat völlig unverbindlich. Ich verkaufe kein Silber, ich verkaufe kein Gold. Ich habe hier kein Skin in the Game, wie man sagt, diesbezüglich. Ich selbst habe Gold, ich selbst habe auch Silber. Ich denke, hier muss jeder selbst für sich entscheiden, ob das für ihn sinnvoll ist. Ich wäre vorsichtig, aber dass du dich hier auf eine spekulative Blase hinsichtlich dem Silberpreis einlässt. Wenn du dich aktiv damit befasst, deinen Plan B zu schmieden oder bereits einen Plan B hast und hierzu Beratung benötigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Seit fast 20 Jahren tun wir nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, wie sie ihren Plan B im Ausland Realität werden lassen können oder aber dann auswandern können und ihren Plan B, wenn er zu einem Plan A wird, ganz realistisch, praktisch umzusetzen. Firmengründungen, Vermögensschutz, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigung, alles, was dazugehört. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.